Gerade wo wir alle dabei waren, uns an die höheren Gewichte von neuen Racebikes zu gewöhnen, liefert Specialized das Upgrade auf 120 mm Federweg und eine Teleskopstütze ohne Mehrgewicht. Das neue Epic wiegt in der S-Works-Version, so wie es hier steht, 10,4 Kilo. Und obwohl das Gewicht schon richtig geil ist, ist es nicht der einzige Punkt, mit dem Specialized wieder in die Vorreiterrolle schlüpfen will. Man kennt den Trend von Bikes wie dem Mondraker F Podium, dem Rose PDQ oder Scott Spark RC. Alle Hersteller, die was auf sich halten, statten ihre Racebikes neuerdings abfahrtslastiger aus. Und um den Trend zu 120 mm Federweg, einer Teleskopstütze und breiteren Reifen zu hinterfragen, haben wir einen Racebike-Systemvergleich gemacht, wo wir ein klassisches Racebike mit 100 mm Federweg und starrer Sattelstütze mit einem mit modernen Ansatz verglichen haben. Und das Ergebnis war eindeutig. Durch den zusätzlichen Federweg, die breiten Reifen und die Teleskopstütze fühlt man sich bergab nicht nur sicherer, sondern hat mit dem modernen Racebike auch einen deutlich breiteren Einsatzbereich. Aber eine Pille musste man dabei bisher immer schlucken. Selbst Racebikes in der Top-Ausstattung wiegen meistens über 11 Kilo. Und das stößt nicht nur uns auf, sondern auch den Usern im Netz. Die Kommentare unter unseren Videos zeigen eindeutig, dass Gewichte von 11,5 Kilo und mehr in der Racing-Szene nicht auf Gegenliebe stoßen. Und für all diejenigen, die sich mit den höheren Gewichten von modernen Racebikes nicht anfreunden können, liefert Specialized mit dem neuen Epic jetzt mehr als nur einen Lichtblick. Denn das Bike hat alle modernen Features, ohne in Gewichtsregionen abzudriften, die für Racer inakzeptabel sind. Und dabei muss eins natürlich klar sein: Beim Preis von deutlich über 10.000 € ist es sicher kein Bike, das sich jeder Mann mal schnell kauft. Vielmehr geht es hier darum, zu demonstrieren, was aktuell technisch machbar ist. Und Specialized begrenzt sich dann nicht nur auf das Thema Leichtbau. Mit dem elektronischen Flight Attendant Fahrwerk hat das Bike auch noch einen zweiten Trumpf in Ärmel, den bisher am Markt noch keiner gespielt hat. Der Grundstein für das niedrige Gewicht liegt im Rahmen. Wir haben das komplette Bike gestrippt und den Rahmen ohne Dämpfer, aber mit den Gummischonern an der Kettenstäbe und unten am Unterrohr mit etwas über 1680 Gramm gewogen. Und das Gewicht ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der Rahmen all die Features hat, die laut der Konkurrenz einfach mehr Gewicht auf die Waage bringen. Der Rahmen hat ein geschraubtes BSA-Trittlager, der Rahmen hat ein Staufach, der Rahmen hat einen Lenkeranschlagsbegrenzer und er hat sogar farbigen Lack auf der Carbonfaser. Und trotz all dieser modernen Features ist es der leichteste Fully-Rahmen, den wir jemals gewogen haben. Zum Vergleich, Canyons Lux Trail hat auch all diese Features und hat 5 mm weniger Federweg im Heck, wog aber bei uns auf der Waage deutlich über 2000 Gramm. Mondrakers F Podium liegt in derselben Gewichtsregion. Und das Cervelo ZFS5 war nur 20 Gramm schwerer als der Rahmen hier, hat aber weder ein Staufach noch einen Lenkanschlagsbegrenzer, hat nur 100 mm Federweg im Heck und war nur mit einem Hauch von Klarlack überzogen. Damit ist klar, Specialized lässt beim Rahmengewicht nichts anbrennen. Details wie die Dämpferhardware aus Titan oder die Shock Extension aus Carbon zeigen, dass Specialized wirklich konsequent an allen Ecken des Rahmens rangegangen ist, um Gewicht zu sparen. Und ein Stück weit zahlt sich jetzt, wo die Luft in der Entwicklung dünn wird, auch aus, dass Specialized die Carbon-Fertigung und Entwicklung nie einfach nur an einen Zulieferer an Fernost ausgelagert hat. Durch die stetige Mitentwicklung der Carbon-Technologie und Fertigung hat Specialized jetzt Zugriff auf Technologien, die im Kampf um das letzte Gramm entscheidend sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die vordere Dämpferaufnahme an dem Bike hier. Die wird nämlich bei vielen Herstellern mehr oder weniger an das Oberrohr angeklebt. Specialized hat aber einen Fertigungsprozess entwickelt, der es ihnen ermöglicht, das Oberrohr in einem Verbund mit der Dämpferaufnahme zu produzieren. Und das spart 24 Gramm. Die absolute Gewichtsersparnis mag vielleicht klein erscheinen, aber es unterstreicht einfach, in welcher Entwicklungsabteilung derzeit der Hammer hängt. Die zweite Komponente, um das wahnsinnig gute Komplettgewicht zu realisieren, liegt in den Laufrädern. Denn der komplette Laufradsatz
also inklusive Reifen, Kassette und Bremsscheiben, wiegt um die 3500 Gramm. Und das ist ein Wert, den andere Hersteller selbst mit schmäleren Reifen und schmäleren Felgen nicht schaffen. Die Reifen werden von einem deutschen Team entwickelt und rollen wirklich wie die Hölle. Aber sie haben auch eine verdammt dünne Flanke. Viel Pannenschutz steckt da nicht drin. Und auch bei Luftdrücken von unter 1,5 Bar stehen andere Reifen stabiler auf der Felge. Die gute Sache, sollte man die Felge beim Durchschlag mal zerstören, gibt es auf die Laufräder für den Erstbesitzer eine lebenslange Garantie. Hier ist sich Specialized seiner Sache also sicher. Außerdem verhindert die spezielle Form der Carbonfelge mit nach außen gewölbten Horn, dass der Reifen beim Durchschlag sofort beschädigt wird. Schaut man sich das komplette Bike an, wird außerdem ein erstaunlicher Fakt klar. Außer der Schaltung, den Bremsen und dem Fahrwerk baut Specialized wirklich alle Teile an diesem Bike selbst. Der einzige Fremdanbieter, der an dem Bike vorkommt, ist SRAM bzw. RockShox. Und durch die Entwicklungstiefe in allen Bereichen kann Specialized nicht nur konsequentere Entscheidungen treffen, sondern auch umsetzen. Wenn man im Morgan Hill die Entscheidung trifft, dass man aufs Thema Leichtbau setzt, dann setzt man auch aufs Thema Leichtbau. Und zwar vom Reifen bis hin zur Lenker-Vorbau-Kombination. Und genau diese Konsequenz im Handeln ist letztendlich der entscheidende Unterschied, warum Specialized das Bike leichter bauen kann als viele Konkurrenten. Neben dem Gewicht setzt Specialized mit dem Bike vor allem beim Thema Fahrwerk neue Akzente. Denn das neue Epic mit 120 mm ist das erste Serienbike mit RockShox neuem Flight Attendant Fahrwerk für den Cross-Country-Einsatzbereich. Und damit verabschiedet sich Specialized still und heimlich von der Brain-Technologie, die über Jahrzehnte das Fahrwerk an Specialized Cross-Country-Bikes automatisch blockiert hat. Die Brain-Technologie kommt zwar noch an Bikes wie den Epic World Cup zum Einsatz, wird aber hier beim neuen Epic mit 120 mm Federweg nicht mehr erhältlich sein. Denn das Topmodell blockiert auch automatisch, aber jetzt elektronisch. Die günstigeren Versionen haben ein klassisches Lockout vom Lenker, das über den Bowdenzug angesteuert wird. Das Flight Attendant Fahrwerk ist ein selbstlernendes System, das den Dämpfer oder die Gabel nicht nur blockiert, sondern auch eine Zwischenplattform einlegt, falls es merkt, dass man im Gelände effizient vorankommen will. Und damit ist es nicht nur elektronisch der Elektronik wegen, sondern liefert einen echten Mehrwert, den das mechanische Brain-System bislang nicht abdecken konnte. Der zweite wahnsinnig große Vorteil, den das elektronische Fahrwerk gegenüber den mechanischen Brain-Fahrwerken hat, ist, dass es das Losbrechmoment, mit dem die Brain-Komponenten immer zu kämpfen hatten, so weit reduziert hat, dass man es auf dem Trail kaum mehr spürt. Die Details zu dem RockShox Flight Attendant Fahrwerk für den Cross-Country-Einsatzbereich würden den Rahmen dieses Videos eindeutig sprengen. Und deshalb haben wir ein separates Video für euch, in dem wir genau erklären, wie viel das System gegenüber einem herkömmlichen System mehr wiegt, was man einstellen kann und was man berücksichtigen muss, falls man das System sogar nachrüsten will. Wen das interessiert, einfach hier oben auf den Button klicken und sich das zweite Video reinziehen. So viel sei an der Stelle schon mal verraten. Wenn das Fahrwerk einmal eingestellt ist, ist es ein echtes Circus-Paket. Denn man kann sich mit dem Bike wirklich auf den Trail oder die Rennsituation vor einem konzentrieren und muss keinen Gedanken mehr an einen Lockout-Hebel oder das Fahrwerk verschwenden. Die Elektronik arbeitet komplett eigenständig und entlastet den Fahrer. Und dabei macht die Elektronik die Fahrt noch deutlich effizienter als ein manuelles System. Denn die Elektronik regelt nicht nur blitzschnell, sondern regelt vor allem auch deutlich öfters, als man das mit dem linken Daumen am Lockout-Hebel machen würde. Bei einem Painpunkt beißt die Maus aber keinen Faden ab. An dem Bike hier hinter mir sind insgesamt 4 SRAM AXS Akkus verbaut. Vielfahrer dürfen sich also schon mal die große Ladestation besorgen, um die Akkus regelmäßig zu laden. Auch bei der Geometrie kommt die Entwicklungstiefe, die Specialized anliegen lässt, zum Vorschein. Das Epic gibt es insgesamt in 5 unterschiedlichen Rahmengrößen. Und jede dieser Rahmengrößen hat eine unterschiedliche Tretlagerhöhe. Das zeigt, Bikes oder Geometrien werden hier nicht nur am Rechner konzipiert und von einem Mittelwert aus nach oben und unten skaliert, sondern wirklich eigenständig entwickelt. Der Lenkwinkel von 65,9 Grad ist nochmal deutlich flacher als beim alten Epic Evo. Und auf dem Trail fährt sich das Bike dadurch auch deutlich laufruhiger. Auch bei hohem Tempo bringt das Bike nichts aus der Ruhe. Für Cross-Country-Fahrer, die häufig auf super engen Rennstrecken unterwegs sind, gibt es die Option, mit dem Flip-Chip hinten am Dämpfer den Lenkwinkel steiler zu stellen. Dadurch schrumpft auch der Radstand und das ganze Handling wird etwas flinker für enge Kurven. Mit 633 mm in der Rahmengröße L fällt das Oberrohr einen Tick länger aus als bei den meisten Racebike-Konkurrenten. Aber das lange Oberrohr wird durch den super kurzen Vorbau auch gut kompensiert.
Und selbst wenn der Lenker ganz unten montiert ist, ist die Sitzposition durch die 120 mm Federweg etwas aufrechter und komfortabler als beim Racebike mit 100 mm. Insgesamt muss man noch im Praxistest wirklich sagen, dass das Bike ein Augenöffner ist. Denn mit seinem niedrigen Gesamtgewicht und den leichten Laufrädern fährt sich's bergauf, wie man das von einem alten Racebike gewohnt ist, das halt noch deutlich leichter war. Bergab hat es mit den 120 mm Federweg, der modernen Geometrie und den breiten Reifen und der Teleskopstütze aber die Souveränität, die man von einem modernen Cross-Country-Bike erwartet. Und die Kombination hat bislang kein Hersteller geschafft. Und dabei hat es auch beim Thema Steifigkeit keinen faulen Kompromiss. Sowohl die Lenkpräzision wie auch die Verwindung des Rahmens im Wiegetritt waren bei uns im Test absolut unauffällig. Lenker und Sattel haben eine erstklassige Ergonomie und die Schaltung funktioniert tadellos. Und sogar bei der Bremse geht man keine Kompromisse ein. Weil man bei Specialized weiß, dass die Zweikolbenbremsen von SRAM nicht unbedingt ein Anker sind, setzt man hier beim Racebike ab Werk auf eine Vierkolbenbremse. Wer einen Kritikpunkt sucht, findet ihn in unseren Augen in der Optik der Flight Attendant Komponenten. Die Optik fügt sich mit den großen Anbauteilen nicht ganz so gut in das ästhetische Komplettbild, das das Bike ansonsten hinterlässt. Eingefleischten Epic-Fans stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit dem Epic Evo, wenn das normale Epic jetzt schon 120 mm Federweg hat? Und das Epic Evo verschwindet nicht von der Bildfläche. Es bleibt weiterhin im Katalog von Specialized bestehen, hat aber ab jetzt 130 mm Federweg an Gabel und ist deutlich trailorientierter als das alte Epic Evo. Nach unten hin bleibt das Epic Fully Sortiment mit dem Epic World Cup weiterhin abgerundet. Denn das Zwitterbike zwischen Fully und Hardtail mit seinen 75 mm Federweg im Heck bleibt die Option für all diejenigen, die mit dem modernen Ansatz von Race Fully nichts anfangen können. Weitere Infos zu allen Epic-Modellen vom Epic World Cup bis zum Epic Evo findet ihr wie immer bei uns auf der Webseite. Und dort könnt ihr die Bikes nicht nur untereinander vergleichen, sondern findet auch eine detaillierte Bewertung zu jedem einzelnen Bike. Man muss wirklich sagen, das Bike ist sauteuer, aber es zeigt auch eindrucksvoll, was mit aktuellen Technologien technisch möglich ist. Denn beim Thema Gewicht und beim Thema Fahrwerk setzt das Bike Akzente, die man so auf dem Markt noch nicht gesehen hat. Und damit gelingt Specialized wirklich ein großer Wurf.